Festcast, die gesprochene Festschrift für Professor Dr. Constanze Jungblut. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Podcast-Reihe für Constanze Jungblut. Warum machen wir das? Constanze Jungblut, Professorin an der Europa-Universität Viadrina für Sprachgebrauch und Sprachvergleich, wird emeritiert. Das heißt, sie geht in den wohlverdienten Ruhestand. Und was man in der wissenschaftlichen Community oft tut, wenn ein Professor, eine Professorin in den Ruhestand geht, ist eine sogenannte Festschrift als so eine Art Anerkennung für die akademische und berufliche Karriere der Professorin mit wissenschaftlichen Beiträgen, persönlichen Anekdoten. Und meine Kollegin Concha Maria Höfler und ich haben uns gedacht, statt einer Festschrift machen wir für Constanze Jungblut einen Festcast, also einen Podcast, Fokus auf gesprochene Sprache, was Constanze Jungblut unseres Erachtens sehr entspricht. Und wo wir die Gelegenheit haben, verschiedene Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen von Constanze Jungblut zum Gespräch in unserer kleinen Podcast-Reihe einzuladen. Und dort über Wissenschaft, persönliche Anekdoten und den Einfluss von Constanzes Wirken auf die Sprach- und Kulturwissenschaft zu sprechen. Unsere Festschrift ist also ein Festcast und ich freue mich ganz besonders zu unserer ersten Folge Dr. Barbara Janczak von der Adam Mickiewicz-Universität in Poznan begrüßen zu dürfen. Hallo Bascha. Hallo auch an Dr. Dagmar Zinkan-Robodes vom Viadrina Center Borders in Motion. Sie ist auch dabei. Hallo Dagmar. Und Professor Dr. Goro Christoph Kimura von den German Studies an der Sophia-Universität in Tokio. Hallo, Herr Kimura. Hallo, konnichiwa. Konnichiwa. Genau, bei Ihnen ist schon Nachmittag, Herr Kimura. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Alle drei haben gemeinsam, dass sie sich mit deutsch-polnischem Sprachkontakt an der Grenze zwischen Deutschland und Polen befassen oder befasst haben in der Vergangenheit. Und alle drei haben eine besondere Beziehung zu Constanze Jungblut, die ja hier auch an der deutsch-polnischen Grenze an der Europa-Universität Viadrina seit mittlerweile, wenn ich mich nicht verrechnet habe, über 13 Jahren Professorin ist. Und jetzt würde ich mal gerne in die Runde fragen, wo und unter welchen Umständen habt ihr denn Constanze kennengelernt? Vielleicht fangen wir an mit Herrn Kimura. Ja, also heute kann man das ja sehr gut nachschlagen. Ich habe gesehen, meine erste Mail an Constanze habe ich am 16. Februar 2011 geschrieben. Und ich hatte damals vor, nach Europa ein Forschungsjahr zu machen. Und da hatte ich gedacht, dass vom Forschungsbereich und von der Uni her die Europa-Universität und Constanze wohl die beste Ansprechpartnerin für dieses Vorhaben wäre. Und da hatte ich eine E-Mail geschrieben und freundlicherweise hat sie dem unbekannten japanischen Wissenschaftler doch geantwortet, sodass wir uns dann am Mainzer Bahnhof zum ersten Mal getroffen haben. Wir waren beide auf der Durchreise durch Deutschland und unsere Wege haben sich dort richtig gut gekreuzt, kann man sagen. Ach, am Bahnhof direkt, an der Station, so mal für zwischendurch. Im Bahnhof. Im Bahnhof. So. Ja, in den DB Lounge haben wir uns getroffen, ja. Aha. Und dann, Herr Kimura, sind Sie ja tatsächlich für längere Zeit an die Viadrina gekommen. Ist das diesem Gespräch geschuldet oder war das vorher schon eingetütet? Nee, das ist diesem Gespräch geschuldet. Also da hatten wir uns gesprochen, da habe ich mich vorgestellt und gesagt, was mein Forschungsinteresse ist. Und sie hat dann freundlicherweise zugestimmt und das ganze Jungblut-Team hat sich ja damals bin ich bis heute sehr dankbar von Valentin und Herr Rosenberg und die ganzen alle, die mich damals viel unterstützt haben bei meinem ersten Aufenthalt. Das war eine große Hilfe. Ja, super, Herr Kimura. Und wir reden gleich noch über Ihr Forschungsprojekt, was ja durchaus sehr spannend ist, vor allem aus so einer japanischen Perspektive. Und vielleicht wollen Dagmar und Barbara auch noch kurz erzählen, wie habt ihr denn Constanze kennengelernt zum ersten Mal? Dagmar, fang doch einfach an. Ja, gerne. Also ich habe auch so im Vorfeld darüber nachgedacht, wann war der erste, also ich glaube, das war 2005, da habe ich in meinem ersten Semester an der Viadrina das Seminar Sprachbeschreibung und Sprachgebrauch von Constanze zur deskriptiven Grammatik besucht. Und
Ich wollte zu dem Zeitpunkt auch sehr gerne als studentische Hilfskraft arbeiten und ich dachte, es würde sicherlich am allermeisten Spaß machen, es an einem Lehrstuhl zu tun, wo ich auch inhaltlich am meisten Freude hätte. Und da mir das Seminar auch wirklich Spaß gemacht hat, habe ich direkt auch am Lehrstuhl von Constanze bei Frau Franke gefragt und mich beworben. Und ich kann mich noch erinnern, da hat mich Frau Franke in Spanien angerufen. Da war ich zu dem Zeitpunkt, habe ich da mein Auslandssemester gemacht in Cordoba. Und ja, und da hat Frau Franke gesagt, ja, das wäre doch ganz toll, wenn ich ab Oktober anfangen könnte. Und so war es auch. Und ja, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Also Das war der Anfang. das war der Anfang, genau. Als Studentin, dann studentische Hilfskraft und dann ging es ja immer weiter. Ja. Und wir reden da auch gleich noch drüber, Dagmar, wohin es dich dann verschlagen hat, vielleicht auch irgendwie dank Constanze und, und ihren Empfehlungen. Und Ja. dann schließt die Runde vielleicht Bascha. Bascha, wie war das denn bei dir? Bei mir fing es an 2006. Ich habe erst dann Konstanze kennengelernt. Ich war zurück aus meiner Mutterschutzzeit und habe mich kurz danach verteidigt. Und eigentlich ab 2007 habe ich angefangen, am Lehrstuhl zu arbeiten, innerhalb des DAAD-Stipendiums Teaching Assistantship. Also Constanze war eigentlich meine erste Chefin und sie war sehr direkt und ab sofort hat sie diese Arbeitsbeziehung zwischen uns auf eine sehr gleichberechtigte und sehr nicht hierarchische Art und Weise aufgebaut. Das war für mich sehr wichtig. Also ich habe eigentlich zusammen mit Sönke Matthiesen gearbeitet zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob du, Rita, ja auch schon dabei warst. Ja, ich war da, glaube ich, auch noch studentische Hilfskraft. Okay, gut. Ja, also so hat's angefangen. Dann kam natürlich die Dagmar auch innerhalb von DAAD, wurde sie auch gestiftet und später ja auch Goro ist zugestoßen. Ja, stimmt. Das war auch über den DAAD, oder? Das scheint irgendwie ein gemeinsamer Nenner zu sein hier. Und da fällt mir auch auf, ich habe vorhin 13 Jahre gesagt, es sind tatsächlich 18 Jahre, ne? Seit 2005 ist sie hier. Da sieht man wieder meine mathematischen Qualitäten, also 18 Jahre. Und zumindest ihr, Dagmar und Bascha, Herr Kimura etwas später, seid quasi so ziemlich von Anfang an dabei gewesen, ne? Als Constanze hier als frisch berufene Professorin, vorher Professurvertretung hat sie ja gemacht, an die Viadrina gekommen ist. Ja, das stimmt tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, 2005, das war genau auch mein erstes Semester und wahrscheinlich auch Constanzes erstes Seminar, wo du jetzt so sagst, dann ist es mir wirklich auch, ja, sehr, leuchtet wirklich ein, dass es wirklich der Anfang war. Ja, stimmt. Tja, 18 Jahre, meine Güte, wo ist die Zeit hin? Ihr kennt Constanze also schon ziemlich lange und Herr Kimura 2011 ist ja auch schon ziemlich lange. Das sind ja mittlerweile auch schon 12 Jahre. Mai, oh Mai. Wie würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, also 18 Jahre, da ist viel passiert, auch bei euch in eurer eigenen Forschung, wenn ihr quasi eure zentralen Forschungsprojekte, Forschungsinteressen mal kurz den Hörerinnen und Hörern erzählen würdet, ein bisschen erklären würdet, was ihr macht, was ihr gemacht habt und wie das vielleicht auch mit Constanze zusammenhängt, zumindest in spezifischen Projekten. Hatte sie da irgendwo einen Einfluss drauf oder hat sie euch irgendwo unterstützt, gewirkt? Was würdet ihr sagen, ist denn da so das zentrale Forschungsprojekt eurer wissenschaftlichen Karriere gewesen? Und da können wir ja mal mit Barbara anfangen. Du hast ja gerade gesagt, du hast quasi kurz nach Constanzes Ankunft deine Dissertation verteidigt, deinen Doktor gemacht. Kurz war es nicht, aber auf jeden Fall habe ich angefangen, an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Zu der Zeit habe ich mich mit deutsch-polnischen Familien, vor allem ihren Familienkulturen und Sprachgebrauch befasst. Und da war natürlich Constanze meine Doktormutter, also das war die wichtigste Person, die mich dann irgendwie unterstützt hat in diesem Projekt. Und nach der Verteidigung hat sich der Schwerpunkt meiner Arbeit so ein bisschen geändert auf Grenze als Ort von einem vermehrten Sprachkontakt. Und natürlich, da war Constanze ja auch dabei. Wir haben versucht, einige Projekte durchzuführen, haben 2 Konferenzen ja auch zusammen gemacht. Die zweite, glaube ich, auch mit dir und mit Dagmar an Bord. Ja,
Also auf jeden Fall, Constanze ist für meine Forschung ist und war sehr, sehr wichtig und hat mir immer so den Weg gezeigt und mich sehr unterstützt. Ja. Und die Grenze scheint ja so ein gemeinsames Thema zu sein. Das hatte ich ja vorhin schon angeschnitten und auch gesagt, gerade aus einer Perspektive Japan, Tokio, da gibt es dann einen Professor, Herr Kimura, der interessiert sich für die deutsch-polnische Grenze und für verschiedene Sprachvarietäten des Deutschen. Was würden Sie sagen, also gerade was dieses Projekt angeht? Was sind da was ist der Forschungsfokus und was hat Constanze damit zu tun? Jawohl, also ohne Constanze wäre es gar nicht gestartet, kann man erstmal sagen. Also dann hätte ich gar nicht den Weg dort zu Viadrina gefunden. Mein Interesse war damals, eine Grenzregion zu sehen, wo täglich Menschen in Kontakt kommen, die eine andere Sprache sprechen und wie die dann kommunizieren. Und das ist ja in Japan, wo es keine Grenze in diesem Sinne gibt, also unmöglich. Und da hatte ich mich, da fand ich diese deutsch-polnische Grenze also sehr interessant, da ja, eben gerade da, als ich da war, auch durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit ganz neue Bedingungen geschaffen worden und sehr viel in Gang war. Also das war eine sehr spannende Zeit, glaube ich, wie das alles gelaufen ist. Und gerade ich kam dann 2012 und in diesem Semester, Wintersemester, als ich kam, hatte Constanze gerade auch ein Masterseminar zur Sprachgebrauch entlang der Grenze angeboten und das war gerade auch direkt so mein Thema. Und der Ansatz von mir und Constanze in dem Sinne, dass man wie heute dieses Festcast heute auch zeigt, in der authentischen Gesprächssituation ist, glaube ich, ein sehr gemeinsamer Punkt von unseren Interessen. Und ein zweiterer Punkt war die Aufwertung der Sprachmischung, die ja oft als nicht sehr nobel oder richtig anständig gilt. Aber da hat mich Constanze auch sehr ermutigt, da Feldforschung zu machen, auch im höheren Niveau, das eben nicht nur an Marktsituationen, sondern auch in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in sehr hohem Niveau die Sprache gemischt wird. Und das hat mir auch eine neue Wege gezeigt, wo ich dann Feldforschung machen konnte. Das war also sehr spannende Zeit. In diesem Jahr muss ich sagen, ich habe, seitdem ich lesen gelernt habe, noch nie so wenig gelesen wie in diesem Jahr in Frankfurt oder da ich so viel mit der Feldforschung beschäftigt war, dass ich keine Zeit hatte zum Lesen. Das war ein sehr spannendes, ja, in diesem Sinne, ja. Ich finde, das ist die beste Ausrede, nicht lesen zu können, wenn man Feldforschung macht stattdessen. Ja. Diese schöne Ausrede kann ich mir leider jetzt nicht mehr gefallen lassen, aber damals hatte ich diese schöne Situation wirklich, ja. Ja. Herr Kimura, ich erinnere mich, Sie waren ja auch mit der gesamten Familie hier angereist, ne, für das Jahr, was Sie da waren, ne? Wie haben Ihre Kinder diese Grenzüberschreitungen wahrgenommen oder diesen das war für sie Umzug? natürlich erstmal ganz neu, die deutsche Leben und dann sogar noch deutsch-polnisch, aber die Kinder haben das sehr genossen und hat sie wirklich geprägt bis heute, kann man sagen. Also haben immer noch Kontakte mit den Freunden von damals und ja, besonders in Erinnerung ist sicher von euch auch allen die Weihnachtsfeier vom Lehrstuhl. Ja. Und als damals mein Sohn sämtliche Preise für sich beschlagnahmt hatte, das war eine witzige Angelegenheit damals. Es war schön, dass die ganze Familie auch so aufgenommen wurde, sozusagen vom Lehrstuhl her, ja. Ja, und das ist ja auch, Bascha hat es vorhin angesprochen, ne? Constanze war immer sehr unterstützend. Herr Kimura, ne, war Ihnen ja auch, sie war dabei, Ja, sie war wirklich. an Bord. Sie hat die wunderbare Eigenschaft, Leute quasi so an die Hand zu nehmen, mitzunehmen, einzugliedern, ganz integrativ zu sein in der Arbeit, aber auch in Sachen persönliche Beziehungen. Das ist ein ganz toller Punkt, der sich, glaube ich, also ich meine, das mal prognostizieren zu können, auch in den nächsten Podcast-Folgen vielleicht weiter zeigen wird. Schauen wir mal. Dagmar, wie ist es denn bei dir? Du bist ja quasi schon länger mit Forschung an dieser Grenze, an der sich die Viadrina befindet, beschäftigt. Und erzähl doch mal über deine Forschung und was die auch mit Constanze und Constanzes Forschung zu tun hat. Ja, für mich stand auch als zum Anfang an, also noch viel früher, das war noch Thema meiner Masterarbeit, für mich stand Constanzes Forschung zur deutschen Sprachminderheit in Brasilien auch sehr nah. Und dieses Thema habe ich, wie gesagt, in meiner Masterarbeit vertieft. Da war mein Betreuer zwar Herr Rosenberg und Herr Weid noch, aber das war quasi so der Ursprung, wo ich dann die ersten auch so Überschneidungen auch mit ihrer Forschung gesehen habe und auch viel von ihr gelesen und gelernt habe. Und dann im Anschluss haben wir zusammengearbeitet an der Exzellenzinitiative, wo sich später auch das Center for This Motion auch entwickelt.
Und da war quasi, glaube ich, so diese Quelle und der Ursprung von diesem Gedanken der Untersuchung der Grenze in der Sprachwissenschaft und den besonderen Blick auf vielleicht durable, permeable und liminale Sprachgrenzen, die ich dann in meiner Doktorarbeit dann auch vertieft habe. Und Constanze war meine Doktormutter. Und ja, diese Zeit war sehr, sehr prägend auch. Also sie hat mich das sehr so auf inhaltlicher, aber auch persönlicher Ebene sehr begleitet. Und ja, es war schon eine sehr besondere und sehr, sehr schöne Zeit, wenn ich jetzt so zurückblicke. Sehr intensiv natürlich, wie immer so die Doktorarbeit so ist. Aber ja, und jetzt gerade so ganz aktuell arbeiten wir zusammen in dem Projekt Linking Borderlands. Das ist ein Verbundprojekt mit auch Uni Cottbus, Kaiserslautern, Saarbrücken. Und da sind wir besonders interessiert an den Sprachgebrauch von Auszubildenden in deutsch-polnischen Projekten in Berufsausbildung. Und da schauen wir uns an, wie die Kommunikation verläuft, auf wie der spontane Sprachgebrauch in mehrsprachigen Situationen verläuft. Und das sind wir jetzt seit 3 Jahren da und ganz aktuell, das Projekt wird hoffentlich verlängert. Also wir sind gerade in der Phase vom Folgeantragprojekt und ja, so ganz aktuell. Ganz aktuell, ja, wir drücken alle die Daumen, dass das klappt und verlängert wird. Und das Tolle ist, Dagmar, ne, du bist mit dieser Grenze ja nun sehr vertraut, sowohl persönlich als auch in deiner Forschung seit seit über einem Jahrzehnt, sagen wir es mal, wie es ist. Und ich finde es ganz witzig, Constanze ist genau da unterstützend hinterher und auch inhaltlich am Ball. Und mir ist aufgefallen, sie ist ja selber auch so eine Art Grenzgängerin. Denn wer sie kennt, weiß, also eigentlich wohnt sie in Mainz, Herr Kimura, ne? Also deswegen kam da vielleicht auch dieses erste Treffen am Bahnhof irgendwie gerade zustande. Sie ist natürlich unfassbar unterwegs und umtriebig mit dem Zug, aber auch in ganz Europa, in der Welt, vor allem in Lateinamerika. Da haben wir dann eine Podcast-Folge mit den KollegInnen aus Barcelona und aus Buenos Aires demnächst. Aber wenn sie hier ist oder quasi im normalen Alltags- und Arbeitsleben an der Viadrina, kennt man sie, wie sie mit dem Rad über die Brücke fährt nach Słubice, die Partnerstadt von Frankfurt-Oder, und dann quasi rüberfährt in ihre kleine Wohnung in Słubice, die quasi auf der anderen Seite von der Uni wie so eine Art Wohnheim für DoktorandInnen oder Mitarbeitende der Uni ist. Was eigentlich immer ein schönes Bild ist, ne, für diese Form der Grenzüberschreitung und auch des Nachdenkens über Grenze und Grenzerfahrung. Es ist so ein Bild, das ist mir ganz besonders im Kopf, wie sie mit dem Fahrrad ankommt. Klingeling. Ja, mir auch. Man könnte, glaube ich, Millionen Anekdoten erzählen über die Zusammenarbeit mit Constanze. Fällt euch da eine ein, die für euch besonders prägend war? Also jetzt, wo du sagst, ne, so mit diesem, wo du das Bild hast, ne, von Constanze auf dem Fahrrad, wie sie die Grenze überschreitet, das habe ich jetzt auch genauso vor Augen. Und ich habe es einfach immer sehr, sehr genossen, weil ich bin jetzt auch nicht so oft in Frankfurt, oder weil ich jetzt in München wohne. Aber ich finde das immer einfach so besonders und so schön, dass wenn ich nach Frankfurt komme, dass sie sich immer Zeit nimmt. Das ist genauso, wie du sagst, Rita, ne? Dass sie immer so auf dieser persönlichen Ebene auch so viel Wärme hat. Und da ist so eine kleine Tradition, dass wir da jedes Mal wirklich versuchen, mal essen zu gehen. Und da bestehe ich immer darauf, dass wir Pierogi essen gehen, weil wenn ich Zuwiese bin, dann muss es sein. Und dann gehen wir meistens zu wieder Casino oder irgendwo anders in Słubice. Und jedes Mal habe ich das einfach ganz besonders dann in Erinnerung und im Herzen dann auch, so diese kleinen Momente. Oh, schön, sehr schön. Das kann man mit ihr auch wunderbar machen. Und das ist auch, glaube ich, das Besondere an der Zusammenarbeit mit ihr. Und ich glaube, Herr Kimura und Bascha würden das teilen. Ne? Das hat man ja schon ein bisschen so rausgehört. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen von unserer kleinen ersten Festcast-Folge, würde ich vielleicht schließen mit der Frage, das ist ja auch im Sinne eines Festcasts, muss man das ja fragen, was bleibt denn? Also ich gehe fest davon aus, dass Constanze nach ihrer Emeritierung nicht aus der wissenschaftlichen Welt ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, sondern weiter reist, forscht, denkt, vielleicht auch schreibt.
Aber wo würdet ihr denn sagen, seht ihr Constanzes Legacy? Ja, man fragt immer nach der Legacy, nach dem, was bleibt, was vielleicht auch die Welt der Sprach- und Kulturwissenschaft beeinflusst hat, womit sie sich ja auch quasi ihr wissenschaftliches Leben stark beschäftigt hat. Was würdet ihr sagen? Was sind denn vielleicht so die Aspekte, die so als Einfluss bleiben werden? Also ich glaube, die Schlüsselworte wurden schon gerade genannt, diese Kulturwissenschaft und Sprachwissenschaft, dass eben diese Verbindung und dass eben die nicht voneinander getrennt existieren, sondern wie man das verbinden kann, was gerade auch Ragnar in Bezug auf die Grenze zum Beispiel gesagt hat. Und auch diese ganze Verbindung zwischen, was halt in der Viadrina allgemein geboten wird, so Sozial-, Kultur und Sprache, dass die verschiedenen Aspekte dann zusammengeflossen sind und da einen Weg gezeigt haben, glaube ich, kann man ganz allgemein erstmal sagen. Und konkret auf die Sprachen bezogen finde ich halt, dass natürlich auf die Viadrina bezogen, der romanischsprachige Aspekt zu dem deutsch-slawischen hinzugekommen ist. Das war, glaube ich, ein sehr großer Punkt. Und Konstanze hat ja sogar japanische Beispiele in ihren Seminaren genannt, was ich besonders ein gutes Zeichen von ihrer Offenheit und großen Interesse fand. Und deshalb wünsche ich mir, das wäre schön, wenn Konstanze nach ihrer Emeritierung nun auch mal den Weg persönlich nach Japan finden würde. Würde ich mich sehr freuen. Aha, also die Einladung steht, Herr Kimura? Jawohl, ja. Halten wir das so fest. So kann man das auffassen, ja. Na, wenn sie das hört, wird sie Das sich ist wahrscheinlich offiziell. sehr freuen. Hiermit ist es offiziell. Wunderbar. Machen wir so eine Lehrstuhlreise, Goro. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Wir haben übrigens einige Reisen ja auch veranstaltet mit dem ganzen Lehrstuhl. Das war ja super toll, immer nach Posen, nach Breslau und nach Danzig. Also wir könnten ja auch nach Tokio fliegen. Ja, warum nicht? Ja, das wäre doch das nächste Ziel, ja. Ich halte das jetzt mal so fest und schlage das bei der nächsten Lehrstuhlbesprechung einfach vor. Genau. Dagmar Bascha, habt ihr denn noch was zu sagen in Sachen wissenschaftliche Legacy? Frage natürlich. Also was bleibt? Bleibt eine riesige Forschung, wie Goro ja auch gesagt hat. Die Forschung, die vielseitig ist, die interdisziplinär ist. Und das sind Diexien, das ist Grenzforschung, das ist Romanistik, das ist zum Teil ja auch deutsch-polnischer Sprachkontakt. Das sind ganz viele Sachen, die man in der Forschung von Constanze findet und die sehr inspirierend sind. Und für mich natürlich die Grenze, die Ideen, Konzepte von Grenze, die ich natürlich ja auch in meiner Arbeit gebrauche. Aber ja auch die Tatsache, dass sie ein super Mensch ist. Also wie gesagt, sie war für mich ein Vorbild, wie man eine echte Chefin ja auch sein kann. Menschliche. Ja. Das ist in Polen nicht immer so selbstverständlich. Ja, das kann ich aus Japan auch bezeugen, dass in Japan zum Beispiel ja auch immer sehr hierarchisch ist. Und da war diese Cafecito, diese Besprechungszeit am Lehrstuhl für mich erstmal ein großer Kulturschock, dass man einfach so locker über die Sachen sprechen kann. Und ich versuche jetzt gerade in meiner Fakultät auch ein bisschen lockere Atmosphäre und sozusagen lebt sozusagen der Geist von Konstanze hier jetzt in Tokio weiter, in dem Sinne, dass die Sitzungen etwas locker geworden sind. Wunderschön, wunderschön, Herr Kimura. Das klingt wirklich gut. Der Geist von Constanze in Tokio. Dagmar, hast du noch ein paar abschließende Worte zu sagen? Ja, also ich fand es immer sehr, sehr inspirierend von Constanze, auch den Blick auch jetzt so ganz speziell, jetzt zum Beispiel, was ich so für mich immer so mitgenommen habe, was ich so am meisten von ihr auch so gelernt habe, ist es gerade jetzt zum Beispiel ein Beispiel von Sprachkontakt oder von Sprachmischung, dass sie sich gerade meistens für die Fälle am meisten interessiert hat, wo man, also die auch am spannendsten fand, wo man nicht genau sagen kann, wo hört die eine Sprache auf, wo beginnt die andere, also wo es einfach, bis zum Beispiel in der Code-Switching-Forschung, wo man immer versucht hat, diese Beschränkungen und Constraints zu beschreiben. Und sie fand es immer am allerfaszinierendsten die Beispiele, wo man sie gerade mit diesen Constraints vielleicht nicht so eindeutig beschreiben könnte. Und neben diesem detaillierten Blick auf die Sprache, auf der phonetischen, morphologischen und syntaktischen Ebene, fand ich es immer auch faszinierend, dass sie gleichzeitig mit Leichtigkeit so einen Höhenflug gemacht hat, auch auf eine Makroperspektive, ja, dass sie einerseits so detaillierten Blick auf die Sprache hatte, wie gesagt, mit allen Ebenen von Phonetik und Morphologie, aber gleichzeitig auch, wie gesagt, diese Makroebene auch einschließen konnte, mit so einer Leichtigkeit, wie gesagt.
Und das fand ich immer sehr, sehr inspirierend auch so für mich. Und ich glaube, das hat sie auch sehr, gerade auch in den Verbundprojekten, wo wir so interdisziplinär arbeiten, auch mit anderen Unis und auch mit anderen Themenbereichen, auch Verknüpfungen suchen mit dem Forschungsprojekt, zu sehen, wie sie Anschluss mit anderen Forschungsprojekten sucht und es, wie zum Beispiel auch in der Politikwissenschaft, jetzt ganz konkret in dem Verbundprojekt, und wie sie es auch lebt und realisiert. Also ich fand das immer sehr, sehr inspirierend so für mich. Ja, das kann ich nur bestätigen, ne? Dieser weite Blick Ja. und wie ich finde, dieser immer unstillbare Wissensdurst zu allem. Ja, also, und das dann zu integrieren in ein bestimmtes Denken über bestimmte Phänomene, das hat mich auch immer wahnsinnig fasziniert und fasziniert mich immer noch. Ja, also wie gesagt, sie ist mit der Emeritierung, glaube ich, nicht aus der wissenschaftlichen Welt hinaus. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich bei euch allen dreien, dass ihr dabei wart, dass ihr hier diese erste Folge mit mir und uns bestritten habt, dass ihr beigetragen habt zu Constanzes Festcast mit so vielen schönen Erfahrungen und wissenschaftlichen Anknüpfungspunkten. Und hoffe, wir sehen uns alle sehr bald wieder, auch jenseits von Zoom. Irgendwo. Wir kommen dann, Herr Kimura, nach Tokio an die Universität. Also die Einladung steht, und wenn auch der gesamte Lehrstuhl und ehemaligen Lehrstuhl eingeladen ist, dann werden wir uns alle auf den Weg machen. Das ist ganz wunderbar. Wir sagen dann nochmal Bescheid. Und dann verabschiede ich mich von euch. Liebe Grüße nach Tokio, liebe Grüße nach Poznan und liebe Grüße nach München aus Frankfurt oder. Und bis sehr bald. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Ja.